Könnt ihr mich jetzt wieder sehen und hören? Und sagt mal Bescheid, sobald ihr mich wieder sehen könnt. Julie ist wieder da, okay. Das heißt ja, dass ich dann wieder... es musste ja passieren, genau. Testing out his own product, it seems. So, Frage, geht es jetzt noch um den Merchant oder ist das ein anderer Typ, dem wir begegnet wären, wenn wir vielleicht mit jemand anderem ins Team und somit in einen anderen Waggon gekommen wären? He's bold, I'll give him that. How unexpected. The bottom line is you kids did stellar work today. Thank you once again for your help. You're welcome. We're glad we could make things easier for you. Don't hesitate to contact us if you ever need our assistance again. I'll be sure to keep that in mind. So long for now. Speaking of making things easier, it sounds like Zin played a major role in this. Indeed, despite his age, that boy is surprisingly devious. Definitely. This was a stark reminder of how cunning he is for his age. Yeah, imagine how big a pain in the ass he'll be when he's older. Wenn du nach dem Duschen zurückkommst, verpisst sich der Stream erstmal, aber jetzt passt es wieder, ja. Aber der Chat funktioniert schon wieder nicht mehr so, wie er soll. You can say that again, car! His bark is worse than his bite. Eldest grandson or not, he's still just an adorable little boy in the end. That's true enough. Anyway, I think we can close the books on this one, team. Let's take a little break and hit whatever is next on the agenda. So. Speicher jetzt nochmal. Einfach nur, um hier nochmal zu laden. Ich will nur wissen, ob das möglich ist, da auch in... wo ist denn Station Street da? In ein anderes Team zu kommen. Und somit dann in einen anderen Waggon. So, help with inspections. So, dann ist Wazy. So, wenn man hier Papier nimmt direkt am Anfang, dann ist man mit Wazy da zusammen. Okay. Nee, es ist wieder das Gleiche. Okay, es passiert das Gleiche dann. Damit habe ich das jetzt auch nachgeguckt. Es macht gar keinen Unterschied. Als nächstes würde ich mich dann um das Monster... Nee, Chat ist nicht da. Das dauert noch ein bisschen. So, als nächstes würde ich dann das Monster machen. Ursula Road Monster, okay. Dann mal auf zur Ursula Straße. Wenn ihr einem Pokémon den Namen Ursula geben müsstet, welches wäre es und warum ist es Tangela? Ich weiß nicht warum, aber
Tangela ist für mich einfach so das Pokémon, das ich am ehesten Ursula nennen würde. Das sieht für mich einfach aus, als würde es Ursula heißen. Nee, also hier ist kein Monster. Hier ein Monster. Ne, hier ist ja nicht mehr die Ursula. Oder gehört das noch zu der Ursula-Straße? Ich glaube nicht. Du kennst viele von den neuen nicht. Nur von, dann bezieht es halt nur auf die, die du kennst. Ich will nicht kämpfen. Irgendwo hier soll so ein Obermonster sein. Gegen das will ich kämpfen, gegen alle anderen nicht so. Da ist Gras in der Kiste. You pick up an invitation for a fighting game, but put it down so you can focus on your support request. Es ist nicht zufällig dieses Fighting Game aus Trades in the Sky the Third. Keins sieht wirklich nach Ursula aus. Findest du nicht, dass Tangela aussieht wie ein Ursula? Wie eine Ursula? Ansonsten, was auch gut passen würde zu Ursula, ist Teddy Ursa. Weil das heißt ja sowieso schon so. Und Urs ist ja auch irgendwo, Ursa ist ja irgendwo auch die lateinische Bezeichnung für Bär. Danach würde Ursula gut zu einem Bären passen. Warte mal, ist da noch was? Ne, das ist nur Wasser. Du kennst wie immer kaum welche. Für dich ist Ursula einfach so ein Tintenfisch, wahrscheinlich wegen Ariel. Ja, in dem Fall wäre das ja dann Tentacha oder Tentoxa. Wie ist denn dieses Monster? Warum versteckt sich das denn so? Oder warum ist das so weit weg? Irgendwann ist die Ursula-Straße gleich vorbei. Du sagst einfach mal Schlurp. Tangela ist eher sowas mit M wie Maria. Findest du? Das scheint das Monster nicht zu sein. Oder Manuela. Komm, hier muss das... Nee, hier ist nur eine Kiste. Fischfilet. Warum ist gerade Noel nicht in meiner Party? Warum ist Randy in meiner Gruppe? Warum ist Ellie wieder in meiner Gruppe? Hallo? Kannst du bitte nicht einfach mein Gruppenlayout ändern? Unverschämtheit. Und sie hat noch gar nichts ausgerüstet.
kriegst jetzt erstmal die Holy Chain. Und am besten auch noch Mute Prevent, genau. Prevent Mute und Prevent Death Blow. So. Wo ist denn dieses Monster? Hier, das ist wieder dieser Angler. Der ist vielleicht auch ein Monster. Hier ist ja 10 Gram Gate schon. Nee, meine ich ja gar nicht. 10 Gram Gate. Was macht Harold denn hier? Hey there, Harold. Good to see you. What brings you to St. Ursula today? I'm here to deliver an order of bed sheets. I'd like to get them to their new home as quickly as possible if you don't mind. Sure thing. I'll give you a hand carrying them inside. Thank you. I appreciate it. Das mag ich so an diesem Spiel. Hier sind so Charaktere, die man kennt und die haben halt alle so ein eigenes Leben und sind selber dann an unterschiedlichen Orten. Hätte ich doch da lang gehen müssen. In den Wald. Wo auch immer der war. Irgendwo hier am Anfang. Da. Also eventuell war der da tatsächlich. Lass die Finger von Emanuela. Aber Emanuela ist ja nicht Manuela. Das sind schon zwei unterschiedliche Menschen. Da, das ist es doch, oder? Das exterminieren wir jetzt. Genau, mach das so, dass du die alle zu dir hinziehst. Anschließend machst du eine Sleep Grenade. Die haben sich gar nicht hinziehen lassen zu ihm. Sind die etwa auch immun gegen Blow? Scheinbar. Na super. Komm, können die nicht sterben? Wie nervig ist dieses Super Recovery? Da 3 von denen mit rein? Nee.
das aber hin. Das ist es ist nur noch der eine. Perfekt. This is one of those craft books, if I'm not mistaken. At first glance, it contends to seem to be a good fit for Ellie and Wazy's combat styles. Would you like to give it a try, Wazy? Why, absolutely. Ellie and Wazy have learned Akashic Star. Okay. Save. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt nur noch die Blau-Weiß-Quest machen, ne? Einmal noch Pommes Blau-Weiß und dann geht's mit der Main-Story weiter. Die habe ich mir extra zum Schluss aufgehoben, die Blau-Weiß-Quest. Ich kann auch, glaube ich, noch Kopf einmal was zu futtern geben. Vollgeheilt und alles. Wo muss ich jetzt hin? Ist die Quest bayerisch? Pommes blau-weiß? Nee. Der Typ heißt einfach nur so. Dolnep, Maria Bell. So, IBC. Warte mal, Maria Bell. Ist das die Tochter von Kreuz, ist das die von dem Dieter Kreuz, die Tochter? Erstmal reporte ich die anderen. In America Inn gibt es noch eine Aussage von Sunshine, eine Ausgabe von, okay. Ja. Invigorate. Warte mal, war Invigorate nicht CP herstellen? Gain CP by attacking enemies on the field, ja. Puh. War das ein Pflichtfeld? Nein. Dann gucke ich gerade noch mal bei Genten vorbei. So. Upgrade. Slot. Welcher war das jetzt? Also erstmal Tio müsste ich auch noch upgraden. Aber jetzt gerade ist mir das wichtiger. Welcher war das? Der hier, ne? Dann würde ich nämlich gerade Lloyd statt Poison Invigorate geben. La Forte kann er noch. Okay. Dadurch müsste er ja jetzt... Kann ich mir Attack 2 eigentlich mittlerweile machen für ihn auch?
Nein, weil ich nicht genug Sepit habe. Gibt kein neues Quartz. Was davon habe ich denn noch nicht? Little T. Features a cute illustration of Tio. Ich will es irgendwie haben, aber 10.000 geht schon sehr stark in die Tasche. Und das ist halt nur... Im Endeffekt ist es halt nur für das Auto, was ich kaum benutze. Vielleicht können wir das gerade benutzen, um zum America Village zu fahren. So, und hier im Inn gibt es eine Ausgabe von der Sonnenschein-Agnes. Liegt das irgendwo oder muss ich mit irgendwem dafür sprechen? I'm helping Govan to clear the inn today. He's been so supportive of me and Stefan that I want to lend him a hand however I can. Von einem NPC, okay. I am in the area for a request, so with the main session looming, I decided to make a quick patrol. Everything seems to be peaceful around here, though. Well, everything except Chief Tolter's rocky relationship with Derek. Those two have me pretty concerned. That counts as a matter of governance, though American governance. Which means the guild's code prevents me from interfering. Earlier, while I was checking out a book in the city, I also bought the latest volume of an ongoing series I've been reading. It wasn't until after that I realized I'd somehow missed a chapter. I don't want to spoil myself, so would you mind taking this off my hands? Okay, da haben wir's. Gut. Dann gehen wir zurück zum Car und fahren zurück nach Quaspel. IBC. Excuse me, you'll need an authorization card to use the elevator. If you have business upstairs, head over to the reception desk. Got it, sorry about that. Thank you for coming, SSS. I'll take you, you must be here for Miss Coy's request. Yes, that's what we were going to ask you about, actually. Is it true that Belle's antique dolls have been stolen? Those would be the ones from the Rosenberg studio, would they not? You're correct on both counts. Miss Kreuz has been horribly distraught ever since. I know this is on short notice, but would it be possible for you to see to her request right away? Let's catch a thief. Of course, we'll be glad to help. We could never refuse in good conscience, knowing how much Maria Bell has done for us. I see. Well, on behalf of Miss Kreuz, you have my gratitude. Now, first things first, I'm going to have to issue you this card. And what's this? It's an authorization pass for the IBC. We had one just like it before. Using it grants us clearance to specific floors of the building from the elevator. In other words, it's part of the security system. This isn't the largest bank on the continent for nothing. Car! That card will allow you to enter the same floors as the one you were given in the spring. Miss Kreuz is waiting in the CEO office on the 16th floor. So if you could please make your way up there.
We will. Thanks, Landfei. Fahren wir erstmal nach unten, ne? Okay, hier ist aber sonst nichts, ne? Hey, look who it is! Nice to see you, SSS. It's been a while, do you remember us? The both of you are members of the IBC's technology department, Clay and David, I believe. Good to see you again too. You guys seem very busy. Well, you know how it is. The Orbital net's really taking off, so our system administration work has piled up big time. If we don't follow Lady Maria Bell's instruction to the letter, we'll be in for a real thrashing. I see, reporting to Bell remains as difficult as ever. Good luck, you two. Thanks, we're gonna need it. Oh yeah, Lady Maria Bell has you guys on the hunt for her stolen dolls, right? Fingers crossed they turn up soon. Okay, hier ist also sonst nix. Ich dachte, hier wäre was man verpassen könnte. Hier ist ihr Bett. Hat sie hier irgendwelche schmutzigen Magazine versteckt? Belle, it's me. Ah, come right in. Thank you very much. It's good to see you again, Belle. Hello, Ellie. Special support section. I heard you returned to town last night, Tio. How have you been? Fine, thank you. Glad to hear it. I understand that you have a busy day ahead. What with the trade conference this afternoon? Best of luck to you. Thanks. We'll do what we can. Car! I take it you're not planning to be at Office Tower yourself then? That's right, my father's stand-in. I can't very well abandon this pile of work he left behind at the bank. He'll be on his own when it comes to handling this conference duties. And on that note, I think I owe you all an apology. Perhaps it was ill-conceived of me to call you in such a short notice, especially on top of your other obligations. Don't worry about it, Maria Bell. You've helped the SSS out so much. This is the least we could do to pay you back. So, someone swiped a few of those antique dollies you've got, right? Mind giving us the lowdown? Of course! As you might know, I've been an avid collector of Rosenberg dolls for years. I've been keeping 5 of them here in my personal room at the IBC. Sind das jetzt auch 5 verschiedene Verstecke? However, someone took the opportunity to steal them last night while I was away on business. 5 dolls, every one of them a Rosenberg. They must be worth a fortune, car! The larger ones would fetch at least a few million mira at auction, car! This goes far deeper than monetary loss. I am a mother whose precious little darlings have been kidnapped. And I want that despicable crook torn limb from limb in the middle of the harbor district for it. Easy now, Maria Bell. By personal room, you mean the one right next door, correct? That would mean the thief slipped past the IBC's world-class security. How is that even possible? Yes. I thought it rather peculiar myself at first, but I found what was left of the crime scene. Whatever confusion I had was immediately dispelled. How so? I think it would have been faster to simply show you. Take a look at this. Wait, is this a calling card from Phantom Thief B? Indeed. The elusive Filcher who stolen countless works of art from all over the continent.
Rumor has it, he employs mysterious magics to perform his heists, and he always leaves his calling card at the scene of the crime. Infiltrating the ABC building is a feat only he could pull off. And from what I hear, you all had a case involving him earlier this year, isn't that right? Der gute Pommes blau-weiß. Wahrscheinlich ist Pommes wirklich sein Vorname. Stell dir vor, du heißt einfach Pommes. Der kleine Pommes möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Der kleine Pommes möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Ich finde den Gedanken gerade zu witzig. And from what I hear, you all had a case involving him earlier this year. Isn't that right? You did? Car! Pommes, hör auf Gretel zu schubsen. Pommes, mit dem Essen spielt man nicht. Die Pommes sind zum Essen da, Pommes, nicht zum Wegwerfen. Indeed. Last time he stole a statue from the former City Hall building. Ich kann jetzt nicht aufhören daran zu denken, dass Bleu Blanc mit Vornamen Pommes heißt. Der gefährliche, gefürchtete Phantom Thief. Pommes Bleu Blanc. In the end we failed to apprehend him. And now he's back for round 2. Sounds like you four got all into all kinds of crazy hijinks before we joined, huh? Pommes, hör auf, die kleine Krokette zu schubsen. Krokett ist der zweite Name. Wegen Kroketten, weil das auch Kartoffel-Dinger sind. So, what does the card say? What does the card say? Allow me. Dear ladies and gentlemen of the special support section, the little ladies whom the young madam adores are in my compassionate custody. Should you seek their freedom, throw open each of their cages, 5 in all, with the keys of truth. The first cage lies within the city. Search the throne of the constabulary's framed scrutineer. So, do you understand now why I had no choice but to call you, all of you here? Yeah, this is a direct challenge from Phantom Thief B to the SSS, which means we're the only ones who can handle this. He really stole 5 priceless dolls for something this petty? This guy's a nutjob among nutjobs. Whatever his reasons are, he didn't have to involve Maria Bell. We ain't gonna let this one go. I wholeheartedly agree. Those Rosenberg dolls mean the world to you, Belle. Thank you, Ellie. I leave this in your capable hands. Okay, before we start the investigation, I want to go over the calling card again. First, the little ladies part. Obviously, that's referring to the dolls themselves. Wow, danke für die Erklärung, Leute. Das habe ich gar nicht alleine verstanden. As for the cages, that must indicate that there are 5 separate locations, each hiding a single doll. Danke, Theo. Das habe ich ohne deine Hilfe auch nicht alleine verstanden. So what you're saying is we'll have to search for them one at a time, Car. I'm already dreading how much of a pain this will be, Car. Oh. Das musste mal wieder geknackt werden gerade. Well, we can limit the first cage to within the city. Apparently, it is at the throne of the constabulary's famed scrutineer. So.
Und das ist der Part, womit ich Probleme habe. Magst du mir bitte auch noch erklären, was Constabulary ist oder was Scrutineer heißt? Ich verstehe die Hälfte des Satzes nicht. That clue is the key to our first doll. Anyone have any idea of where it's pointing? Scrutineer? Why do I feel like we heard about something along those lines not too long ago? Well, no sense overthinking it. Let's just go check whatever spot comes to mind. I'm expecting great things yet again, Special Support Section. Find my beloved little ones and bring them back home to me, won't you? Of course, we won't let you down, Maria Bell. I'll keep the clue from the card in the detective notebook for good measurements. We can use it as a foundation to build our investigation off of. Scrutineer, wann sollen wir das gehört haben? Es ist so lange her, dass ich das letzte Mal das gehört habe wahrscheinlich. Das war, bevor ich irgendwie so mehrere Monate das Spiel nicht angepackt habe. Ich übersetze mir jetzt erstmal die Wörter, die ich nicht kenne. Das eine war Constitubulary oder sowas. Constabulary bedeutet Polizei. Okay, Schutzpolizei. Und was war das andere jetzt nochmal? Scrutinery oder sowas, ne? Das. Also Schutzpolizei würde ich schon mal behaupten, dass das die Polizei jetzt ist, ne? Aber wo ist da der Thron von... Scheiße, ich wollte hier noch gar nicht hin. I could see the tower clearly from my seat last night before landing at the airport. And yet it appears even grander up close. That's exactly how we felt yesterday. Crossbell's really put itself on the map with this one. Yeah, but don't you think it's a little too big? I mean, a car! I mean, what are they even gonna use all those floors for? The old City Hall building's like a dollhouse compared to this, and it did the job just fine. True, but the tower features more than just governmental facilities alone. In addition to housing the administrations of the city and state, there are floors dedicated to international trade and cultural exchange. You could say the aim was to make Orcus Tower the center of Western Zemuria itself. Dang! Talk about shooting for the moon. It makes sense when you think about it. That's why they're hosting this trade conference as their first major event, Car. Don't forget, this building's completion is going to lead to even more financial and information capital flowing into Crossbow. There will be a handy bargaining chip when they're discussing new trade agreements, I imagine. Yes, from what I've heard, though the potential benefits might not be limited to just economic gain. Anyway, what do you all want to do? We're scheduled to meet Dudley on the first floor at noon. Of course, but we do still have some time before then. Alright, how's about we take care of any unfinished business and prep work in the meantime? We don't want to be in a bind if it hits the fan this afternoon. Good point. It's not like we'll be able to leave once the conference is underway. Car! Very well. Let us make sure to tie up any loose ends before we enter. Gut. Ich kann nochmal wieder zurückgehen. Ich wollte hier hin.
So. Ich wette, das ist dann aber auch das Kapitelende, wenn wir da hingehen, ne? Das wird das Finale des Kapitels. What about the business upstairs? Let's not use the elevator. Ist das hier, geht's doch nicht um die Polizei? Welcher Throne ist? Achso, das ist ein Automat. Oder habe ich mich da vertan? Gehe ich gerade von einer falschen Übersetzung aus? Wie gebe ich eigentlich diese Sachen hier an Kia weiter? Also wie schaffe ich es, dass das im Dings landet, in Kias Zimmer? The throne of the constabulary. Constabulary's famed scrutineer. In ihr Zimmer? Ich war schon mal in ihrem Zimmer, aber da wollten die das nicht. Oder ist das da einfach drin und es bleibt trotzdem im Inventar? Muss man das nicht extra aktivieren? Mein Gott, jetzt geht das plötzlich. I think I give it to her. Wow, is this for me? Thank you so much, Lloyd. You're very welcome. Yep, this looks good. A new decoration was added to Kia's room. Ah, okay, das auch gleich. I'll put this one here. Süß. It's a 2-Pinguin. It's ein 2-2-Pinguin. Ist das, hat das was... Hallo Datahu. Hat das was mit dem Spiel 2 zu tun? Es gab ja von Wilkommen auch ein Spiel, das hieß 2. Und das hatte 2 Teile. Hat das was mit dem zweiten Teil davon zu tun? It's an odd cushion. Das sieht sehr verstörend aus. Ich würde nicht wollen, dass es mich in der Nacht anstarrt. Kennst du nicht? So. Warte mal, geht es um uns hier? Weil wir gehören ja auch zu der Polizei. Geht es zufällig um diesen Stuhl? Aha. Didn't we hear that Chief Sergei's old nickname was Sergei the Scrutinous? Would that make his desk and chair the throne of the famed scrutineer? It's worth a shot. Let's look around. Tahu, du bist gerade rechtzeitig gekommen. Wir sind gerade dabei, die nächste Blau-Weiß-Quest zu machen. Und wir haben rausgefunden, dass sein Vorname Pommes ist. There's something under his desk. Let me try taking it out. What the? Is that a trunk? It reminds me of the one Kia was in when you found her at the Schwarze Auktion. Woher weißt du das? Warst du dabei?
I bet him choosing this place as the first location was just an extra taunt for good measure. Yeah, he even used the chief's old nickname. This guy clearly got our number. Anyway, let's check it out. Die sieht ein bisschen aus wie Rennen, ne? The card is affixed to the backside of the trunk. The second cage lies outside the city. Search the harvester's heritage found off the Ramshackle Road. Das ist das erste Mal, dass wir außerhalb der Stadt suchen müssen, ne? There's no mistaking it. This is a genuine Rosenberg doll. Ach ja, Taho, und Tio ist wieder da. Du hast verpasst, dass Tio wieder zurückgekommen ist. My girl. Yes, I've seen it before. Once before. Its name is Kanan, I believe. Belle loved this one dearly. She names her dolls? Even Maria Belle has a sweet side, doesn't she? Car! I'm a little surprised anyone would bother putting something they'd stolen in a trunk like this, though. Car? Ja, es ist halt blau-weiß. Phantom Thief B is supposed to have some kind of deep appreciation for beauty, right? Maybe it's his way of showing respect. As for the second card of his, it sounds like we're going to have to venture out of city limits this time. Sheesh! We're going to be running around the whole damn state at this rate. Our hints are Harvester's Heritage and Off the Ramshackle Road. The word calls to mind something rustic and old-fashioned, the polar opposite of a modern place like Crossbill City, so wie America Village. That sounds about right. What do you say we take this first dolly with us and get to searching for the second? Yeah, let's go. Rosenberg Doll K. Kommt da irgendein Wort raus? Wenn wir alle 5 haben. Dann kommt Kacke raus oder so. Achso, ich wollte hier. Wir können auch einfach mit dem Auto dahin fahren, ne? Wäre ja viel easier. So, America Village. Weil hier haben die ja viel zu tun mit Farm und so. Deswegen Harvesters Heritage. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Puppe irgendwo hier in diesem abgesperrten Bereich ist. Hier war doch irgendwo ein abgesperrter Bereich, oder nicht? Hier. Also ne, da war dieses Ancient Battlefield-Ding. So. Das ist Karl, Anton, Charles, Klaus, Edward, so heißen die oder was? Die erste heißt doch Kanan. Die erste Puppe hieß doch Kanan oder so. War nicht hier irgendwo so ein abgesperrter Bereich? Ist die Puppe hier irgendwo?
Die gehört zu den blöden Angler-Clubs da wahrscheinlich. Old Rest Area, okay. Aber wer hat schon Kot im Namen? Kota! Der Typ aus Dings. God Eater. Okay, ich bin mir gerade sicher, dass ich falsch liege. Dass das nicht irgendwo hier auf diesem Weg ist. Aber Harvester würde hier ja ganz gut passen, weil das sind ja alles Bauern. More or less. Wow, was eine Bedrohung. Ist das hier vielleicht Ramshackle Road hier? Diese ganzen... Passt ja alles soweit, ja. Vielleicht ist es auch in der Stadt und also hier irgendwo. Dakota ist auch ein Name, der existiert, ja. November ist auch ein Name, der existiert. Ich soll ja suchen, ja. Ich will mir gerade das nochmal angucken. Outside the city. Search the Harvester's heritage found of the Ramshackle Road. Found off the road. Das heißt irgendwo abseits der Straße hier. Hier irgendwo. Nicht in der Kiste, die ich schon mal geöffnet habe. Weil ich bin gerade auf der Road und nicht off the road. Das muss ja hier irgendwo sein. Der letzte Crash-Aufzeichnung rendert jetzt seit fast 10 Stunden und ist etwa in einer 1/12 Stunde fertig. Eine 1/12 Stunde. Sind das 5 Minuten? Anderthalb, ach so. Ich wollte gerade sagen, warum sagst du dann nicht gleich 5 Minuten? Achso, ich kann das in die Garage zurück, ja. Das will ich ja gar nicht. Müsste man aber zum Trollen immer machen, statt 5 Minuten eine 1/12 Stunde sagen. Einfach nur um zu triggern. Du kannst auch stattdessen 5/60 Stunden sagen. Das ist noch nerviger.
weit soll man denn hier laufen? Da, ist es hier? Nee. Hier in der Kiste. Hier in dem Krug. Hinter der Lampe. Off the road ist für mich eher so hier sowas. Gegner gehen mir auf den Sack. Wazy jetzt einfach seine S-Craft reinhauen. Ist mir halt irgendwie wurscht, weil Wazy eh nie in meiner Gruppe drin ist. Konnte ich ihn austauschen? Irgendwie nee, ne? Die Autofarbe im Turm, weiß ich nicht. Ob ich die mitgenommen habe. Denn dann ist das schon ewig her. Hier war ich ja auch schon. Sie ist nicht hier einfach im Automaten drin. So, also hier ist schon mal nicht die Gruppe. Bin aber auch schon wieder viel zu weit weg von der Stadt. Im Büro von was ist da im Büro von Maria Bell? Ach so, da war eine Farbe oder was? Das meinst du mit dem Turm? Nee, da nicht. Da gab es eine Farbe. Die ja quasi sofort wieder rausgeschickt war. Was zählt denn alles auf der Strecke und als neben der Strecke? Also hier ist neben der Strecke. Oh, Gegner sind nervig.
So, hier. Ah. An den Ort habe ich auch gedacht, aber ich wusste nicht, dass der so weit weg ist. Oh, das sind wieder diese komischen Tiere, die einem ins Gesicht furzen. Oder irgendwie sowas. Oder angekackt haben. The gate is open. As I recall, this property is owned by America Village and isn't normally open to the public. Perhaps they left it unlocked. Surely not on purpose, right? Car! Either way, check it out. They've got monsters wandering there again. Watch your step while we're looking around. Aye, Captain. Das sind die Viecher, die einen ankacken. Also du kannst doch hier gerade einmal das machen. Danke. Bevor ich jetzt hier aber weitergehe, sollte ich mich vielleicht erstmal um die Kiste da drüben kümmern. Und nachher kann man da nie wieder hin oder so, sondern nur während dieser Quest. Gute Nacht, Julie. Was haben wir hier? Septium Vein. Did you hear about the Phantom Thief? The time Phantom Thief B broke into Archon Seal? I'm told he stole the spotlight. Ja, ja. Das war auch das Wertvollste, was er da stehlen konnte. Ich war gerade successful am Busch. So wie Tahu immer, wenn er seine Fuckboy-Tätigkeiten ausführt. Hier irgendwo muss es jetzt sein, ne? Da. Machen wir erst den da noch fertig.
dann haben wir es doch. The second trunk was here of all places. Search the harvester's heritage found of the ramshackle road. As I recall, this property has been used by America Village as a storehouse for generation after generation. So it must have been Phantom Thief B who opened the gate without permission. He can't go anywhere without stirring up trouble, can he? Car! Anyway, let's take a look. The card is affixed to the back side of the trunk. The third cage lies outside the city. Find where one stands with their back bathed in the goddess's shining visage. Belka calls this doll Liette. Warum kommt mir der Name so bekannt vor? I could never mistake it. And we've got another one of these kooky little riddle cards too. The goddess shining visage. That may be our best hint here. The bathed in part is telling us well. It would have to mean the visage is exceptionally large. Let's go have a look around. There has to be some place that fits the bill. L, also wir haben das K und L. Vielleicht kommt auch Klopapier am Ende dabei raus. So, erstmal wieder zurück nach Quaspel. Und zum IBC Tower, um die Farbe fürs Auto noch zu holen. Hier im Büro. Ja, hier stimmt. Wild Paintwork. Okay. War hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus. So. Erstmal das Auto zurück in die Garage holen. Dann könnten wir uns auch noch mal ausruhen. Ach so, gute Nacht, Tahu. Damit sind Kyudai und ich mal wieder alleine noch. So. Ich würde erstmal zum Mainz Mountain Path gehen und gucken, ob das hier irgendwo bei der Kirche ist. Irgendwo hier ein Fenster, wo durch das Licht halt in Form der Göttin auf einen drauf scheint. Hallo Ries. Auf den Rücken, ja.
Also irgendeine Sitzgelegenheit. Aber es muss auch ein riesiges Gesicht sein. Ja, es wäre wahrscheinlich er hier, ne? Welcome! Is there something that you require of me? If it's a sermon you're after, I could make time for you. Sorry, that's not why we're here today. Phantom Thief B card mentioned the goddess shining visage. A sermon, nicht Salmen. Maybe that was referring to the stained glass window here. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber ich dachte, wir suchen halt nach einem Objekt und nicht nach einer Person. Which would make the one who stands with their back bathed. I don't understand what's going on right now. But if you have business with me, I must ask that you state it clearly. Right, sorry about that. Archbishop Eralda, could you do us a favor and check under the pulpit? Why would I do that? Now, don't fret. We aren't up to anything suspicious. This is explained their mission, after which Archbishop Eralda searched under the pulpit. There it is. A card is affixed to the backside of the trunk. The fourth cage lies outside the city. Find the road of iron that snakes under the skirt of the western ramparts. This must be Mistel. Belle loves this one. Bis jetzt sind wir bei Com. Es könnte Koma sein, Koma-Patient oder sowas. Oder einfach nur Punkt, Punkt, Komma, Strich. Bei dem hattest du am längsten gebraucht. Also ich habe halt direkt als erstes die Kirche angesteuert. Also, ach so, bei dem nächsten. This must be Mistel. Belle loves this one. I'll bet she does. At any rate, that brings up the 3 dolls. Just when did that get there? I do leave for business on occasion, but never long enough for someone to do this. Dann warst du es wahrscheinlich selber und hast es vergessen und bist senil. The goddess works in mysterious ways. Back to the card. This clue is as perplexing as the rest. We could interpret the ramparts to be some sort of defensive structure. If we include the western part in that, we get the defensive structure in the west. That's our one interpretation, at least. There's also the road of iron that snakes under the skirt. Car. Yeah, I don't have any idea what that means. Ich würde sagen, die Schienen, oder? Another figure of speech, I imagine. That's a safe assumption. Alright. Let's take this trunk with us and begin our search for the next one. Phantom Thief B! I've heard of his exploits before. He sounds to be quite the scoundrel. As a faithful servant of the goddess, I cannot forgive such insolence. Do whatever it takes to bring this man to justice. We'll try our best. Rosenberg-Doll M. Es wird wirklich Komma. So. Orpment. Was wollte ich denn jetzt? So, erstmal muss ich wieder in die Stadt rein. So. Westen. West Crossbill Highway.
können wir vielleicht bis zum zum Gelbbad Gate gehen. Und waren hier in der Nähe Schienen. Oder verwechsel ich gerade da irgendwas mit Trails of Cold Steel? Was ist hiermit gewesen? War das zu stark für uns? Level 86. Wir sind bei Level irgendwas mit 60, glaube ich noch, ne? Ja. Die sind uns noch zu stark. Oder diese Brücke hier. Da unten, da sind Schienen. Kam man irgendwie nicht da runter oder so? Zu den Schienen? Hier ist wieder so ein blöder Angler. Captain Gelbbart, genau. Der eine und einzige. The one and only. Captain Gelbbart. Sorry, ich bin aus Versehen nicht reingelaufen. Jetzt muss ich dich töten. Nichts Persönliches. Knox Forest Road. Ist das vielleicht hier? Okay, zur Survival Training Area können wir nicht. Wenn es Kackebart gibt, gibt es bestimmt auch mit gelben von der Piste. Ja, super. Ich gucke gerade jetzt einfach mal. Warte, könnte man da nach oben? Waren wir hier schon mal? Das hast du allerdings von mir, dass es jemanden gibt, der so heißt. Ja, habe ich irgendwann mal bei lustigen Namen im Telefonbuch gesehen. Ich wollte jetzt nur mal spaßeshalber bei der Police Academy vorbeigucken, ob es hier eventuell irgendwas Neues gibt. Nicht, dass ich erwarte, dass Cecile hier ist. Foreigners can't be detained for very long because of the leniency policies built into our state laws. A lot of criminals from the Empire and the Republic know that, so they flock to Crossbill to exploit it. Hopefully some of the new mayor's proposed reforms will change this a bit. Still, I know we have a long way to go fix the system. To fix the system. Also der wollte ja, hier konnte man Dishes abgeben. Morale amongst the cadets has been at an all-time high the last several months. The fact that the police played a pivotal role in resolving the cult incidents this past spring must have something to do with it. It's up to all you full-time officers and detectives to lead by example and pave the way for your successors. Warte mal, ist das ein Funya-Rinpa? Ich habe keine Ahnung, was das darstellt.
Okay. Das war ein Waste of Time. Gab's hier eigentlich... Ne, hier gab's nicht mal eine Bushaltestelle, oder? Na dann. Es hat sich ja nicht wirklich gelohnt, hier hinzugehen. Also lade ich einfach den letzten Spielstand wieder. Ist ja nicht so, als hätte ich seitdem irgendwas gemacht. Eigentlich könnte alles, was irgendwie aus Eisen ist, Irons, die eiserne Snake sein. Beim Funyarinpa, wenn du es erstmal weißt, dass es ein Funyarinpa ist, siehst du nichts anderes mehr genau. Ist das wieder eine Person? And that's what we've learned from our vetted source at the CPD. It would be wise to presume that terrorists will attempt to infiltrate the conference in some fashion. Dealing with them will be troublesome, no doubt. Very well, we'll strengthen security at Tangram Gate and remain vigilant. Nee, aber den Weg dahin finden war das Schwere. Please do. You should be aware that there is a possibility that they will attempt to enter by airship. Make good use of the surveillance facility set up near your end of the border. The anti-aircraft radar, you mean? Understood. I'll contact the officer on duty immediately. From the sound of it, the commander and deputy commander are discussing security strategy. Yes, it would appear counter-terrorism measures are being given top priority. They say something about radars. Was there where the CGF had gizmos like that now? As I recall, they were stationed near each of the border gates. Car. I've never personally handled them though. Car. The Foundation installed them in Crossbill a while back, I'm told. They are high-performance devices and should thus provide sufficient airspace coverage within the state. That's impressive. I suppose we can rest a tiny bit easier with those things around. Okay, das war zwar irgendwie so eine Art Event, aber auch nichts Neues. Der anderen Seite vielleicht. Hier sind auf jeden Fall Schienen. Kommt man da irgendwie... Wo geht's denn hier noch weiter runter? War ich hier schon jemals? Ah! Ich bin auf den Schienen. We should avoid walking on the trail when we can. Okay. Aber ich glaube, die Schienen sind schon mal richtig, oder? Jetzt müssen wir nur noch Ausschau nach einer Box halten. Da ist sie. Ich hab sie. Ich hab sie. How did this even get here? The clue on the card said the road of iron that snakes under the skirt of the western ramparts. Car! So the iron road was the freight line and the western ramparts were referring to Belgard Gate. Zu Gelbbad gehört das. Car!
At any rate, this isn't really an ideal place to pop that trunk open. Why don't we take it to the platform on the other side? Good idea. Let's be careful moving it over. A card is asphyxiated to the back of the trunk. The final cage lies within the city. In a soaring structure, descend from the summit of 16 by 21 and scour the vista of windows to another world. What? This is one of Belle's dolls. Sharon, I'm sure of it. Ich würde jetzt mal sagen, dass das unten im Turm von der Dings ist. Vom IBC-Gebäude. Im Untergeschoss. Muss ja einen Grund geben, warum wir da runter können. Und die Windows zu der anderen Welt wären dann die Bildschirme da. That makes 4 out of 5, right? Meaning all that remains is the final cage mentioned on the card. A soaring structure in the city. It has to be talking about someplace tall, right? Car. Wouldn't that be Orcus Tower? Car? I believe Orcus Tower stands at 40 stories above ground. But if the summit in the question here is at 16, was auf IBC zutrifft, then perhaps it's talking about somewhere else. There's also the matter of descending from 16 by 21. Also 5. Untergeschoss. Das ist ja easy. It doesn't sound possible. Das ist mega easy. That's probably the key to solving this riddle then. We have that vista of windows to the other world to consider too. Yet again, it's some sort of metaphor. Let's look around the city and see if anything matches up with this clue. Alter, das ist bis jetzt das Einfachste, ey. Wir haben bis jetzt Koms. Koms ist ein komisches Wort. Bis jetzt ist das doch das Einfachste. Wenn ich mich nicht irre. Wo ist der... Ich finde gerade sogar den Busbahnhof zu finden schwieriger. Scheinbar gab es doch bei der Police... Nee, beim Weg zur Police Academy gab es einen Busstopp. Was ein schwieriges Rätsel. There it is, the final trunk. In the soaring structure, descend from the summit of 16 by 21 and score the vista of windows to another world. Descending from the 16th story of the IBC building to the 5th basement level makes a difference of 21 floors in total. The vista of windows to another world must refer to these terminal monitors, tracking data from the Orwell network. Going by that logic, this was the only spot that made any sense! Ja. Let's take a look inside. This doll's name is Alice. It's Belle's favorite out of her entire collection. Jetzt haben wir Komsa. Also, das S muss doch falsch sein, das muss Komma heißen. Komsa. Was soll denn Komsa heißen? All eyes, genau. There isn't a card on the back like the others. This must be the end of our scavenger hunt. That's the end of that then. Finally, I'm exhausted. Car! Huh? The heck was that? What's going on over here? It sounded like we just got some new orb mail in. Hold up, is that one of Lady Maria Ball's dolls? Yeah, it was sitting right here. How did you guys not see it?
My concern lies more in the timing of that orbital mail. May I take a look? Something about this gives me the shivers, so be our guest. Ice 9. Klick, klack, klick, klack. Warum sagst du das, Tio? What's wrong, Tio? The one who sent this message was Phantom Thief B. What? The guy himself? You're kidding! But how? And from where? Would you mind opening it, Tio? Roger. Jetzt hat's den Virus runtergeladen. Sender Phantom Thief B. Subject undefined. To the lovely ladies and gentlemen of the special support section, first allow me to express my gratitude for the entertainment you've provided thus far. Next, my sincerest apologies to the owner of these dolls, Miss Maria Belcroix, as well as the creator, Meister Jörg, for my dastardly impropriety. Nevertheless, rest assured that I took the utmost care not to damage these beautiful works of art while they were in my possession. With that, I will soon be excusing myself from these lands, and you once again, thank you once again and farewell, Special Support Section. I, Phantom Thief Bleu Blanc, Pommes Bleu Blanc, Enforcer number 10 of the Society of Ouroboros, await your continued growth with bated breath. May the goddess visit good fortune upon you. P.S. This oatmeal will be automatically deleted and is thus impossible to save or trace. I suggest you not bother trying. Phantom Thief B. Wait. What? Is he serious? You'd think someone like him would choose a more theatrical way to let the cat out of the bag. Who would have thought that everyone's favorite Phantom Thief was actually an enforcer for Ouroboros? Ich wusste das schon. Come to think of it, he did hint at being acquainted with Ren. Oh wait, Tio, is there any way we can print that message out? Yeah, there has to be some sort of clue we can glean from it. Nine. I'm making an attempt, but it isn't going especially well. The mail's source code has been slowly deleting itself since the moment it was opened. Unfortunately, no other terminals have been affected. Recovering the message, however, will not be possible. Well, shoot! Burglar Boy really covered his bases here. That reminds me, we also know diddly squat about the hacker who trapped us in the Geofront yesterday. Good point, Car. Between that hacking incident and this oatmeal, they're obviously a cut above when it comes to their tech, Car. Vielleicht hat Bleu Blanc das ja auch Campanella für sich machen lassen. I'm not sure I fully understand what's happening right now. Wait a sec, Clay. We have to verify that this breach didn't impact any of our data. Oh yeah, he could have left a virus on our system. Sorry guys, we need to get back to work. Yeah. Well, at the end of the day, we did manage to recover all of the missing Rosenberg dolls. Let's go return them to Maria Bell. Yes, let's. I think I get the gist of things now. Still, what a shock it is to learn that the legendary Phantom Thief B is a member of Ouroboros. If that's true, it's no wonder he's eluded the authorities for as long as he has. And here I was planning to punish him so severely that he'd wish he had never been born. I'd be scared shitless in his shoes. I'm sorry, Maria Bell. We wanted to capture him just as much as you did. But on the bright side, we did manage to bring your dolls back. The SSF handed over the 5 trunks containing the Rosenberg dolls to Maria Bell.
Aber das sind alles gefälschte. Das sind gar nicht die echten. Hey, welcome home, Alice, Kanan, Liette, Missel und Sharon. Ich habe bei Sharon gerade kurz an Shannon denken müssen. Sie hieß ja gar nicht Sharon, oder? Hieß sie jetzt Sharon oder Shannon? Die aus Cold Steel. Ich meine, sie ist Shannon. KLMS. Ne, Ackelms. Ackelms macht noch weniger Sinn. Die hieß Sharon, okay. Sie hieß Sharon. Ich frage mich gerade, ob die anderen Namen vielleicht auch welche sind, die wir kennen. Ich meine, der Name Liette sagt mir auch irgendwas. Warum sagt mir der Name was? Vielleicht vertue ich mich gerade. Very well. I have no complaints or further comments on at this time. All that matters is that my precious Rosenberg dolls have returned to me safe and sound. Phantom Thief B intended to keep those little ladies in one piece from the start, if it's any consolation. After all, he went through the trouble of securing them in those trunks and tucking them out of harm's way. Wenn war es eher nur unwichtiger NPC. Achso, okay. That is a lot of work, come to think of it. Car! So they would have been better off had he not stolen them in the first place. That's definitely true. Clearly, we'll have to further improve the IBC's safety protocols to ensure this never happens again. Our security department will be working harder than ever before once I'm through with them. Gibt ja auch eine Tio auf der Farm ja. Und die hat auch blaue Haare. So wie auch die Tio in Grandia 2. You, however, were tremendous help, SSS. They could learn a few things from you. Don't even mention it, Belle. That's what friends are for. Wait, last time this happened. No, couldn't be. Is something wrong, Lloyd? Car? And just what are those lecherous eyes of yours doing pointing at me? Let me explain. When we solved the first Phantom Thief B case, it turned out that he had disguised himself as the client. Holy smokes, I forgot all about that! What are you implying, Lloyd? Let me be as clear as I can. Are you the real Maria Belcroix? Oh, come now, Lloyd! Just where did you find that gal to accuse me so crassly? And after all the genuine gratitude I've shown you? I'm sorry. There's no mistaking it. This is the real Maria Bell. Oh, Lloyd. Not quite the brilliant deduction he was aiming for, was it? After what, Lloyd and the others went to the first floor and returned their authorization card to the reception desk. So. Ich würde aber sagen, es ist jetzt schon 12:30. Und gerade sind wir sowieso nur noch zu zweit. Ich guck mal gerade, ob sich was für ein Raid finden lässt.
Dann würde ich da gerade einmal rüber raiden. Egal, ob du dann da bleibst oder nicht, wäre schön, wenn du zumindest für den Raid noch dabei wärst. Gespeichert habe ich schon, ne? Ja. Gucken wir gerade mal, ob jemand... Ja, das Ding ist... es spielt gerade keiner wirklich was von Interesse wäre. Von den Leuten in der Liste. Vielleicht spielt ja jemand noch Trails to Azure. Obwohl Zero eigentlich besser wäre, ne? Weil Azure könnte Spoiler sein. Wenn derjenige schon weiter ist. Okay, keiner spielt Zeros. Trails in the Sky. Spielt das jemand? Nö. Ja gut, dann beenden wir den Stream an dieser Stelle einfach. Weil League of Legends interessiert keinen von uns, glaube ich. Das ist das Einzige, was jetzt hier gerade gespielt wird in der Liste von Leuten, zu denen ich sonst immer rüber rede. Und Traumtänzerin spielt halt ein Spiel, was ich eventuell selber noch spielen möchte und deswegen will ich da nicht gespoilert werden. Deshalb beende ich den Stream jetzt einfach. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.